Hallöchen, it's me, your German buddy, and in this video I'm going to introduce myself to you. You can take some of the sentences or phrases and use them for yourself. Let's just get started. Hallo, Buddy hier. Ehre. Okay, also da startet ja schon wieder albern. Zum Glück ist das ein Buddy-Kanal und kein Lehrerin-Kanal. Ich habe diesen Kanal gestartet, weil ich Deutsch und Englisch studiere auf Lehramt. Also ich werde bald Lehrerin sein, aber ich unterrichte momentan nicht. Ich habe dieses Jahr schon an einer Schule ein Praktikum gemacht, mein Praxissemester. Und zu der Zeit habe ich mich auch schon als Lehrerin gefühlt, aber sobald es vorbei war und auch die Uni wieder gestartet hat, gar nicht mehr. Und den Kanal habe ich schon länger geplant. Ich wusste nur noch nicht, wie ich ihn aufbauen soll. Ich weiß es immer noch nicht so genau, aber einfach mal machen, kann gut werden. Und ich dachte mir, das gibt mir ein bisschen wieder das Gefühl, in einer Lehrrolle zu sein, um mich dann auf mein Referendariat, das ist so die Ausbildung nach dem Studium für Lehrkräfte, um mich da so mental drauf vorzubereiten. Genau, ich bin also schon im Master. Das Deutschstudium sieht eigentlich nicht vor, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, aber mir persönlich hat es auch einfach super viel Spaß gemacht, immer schon über die deutsche Sprache zu sprechen mit Leuten, die es lernen möchten. Deswegen ist dieser Kanal entstanden und ich bin froh, dass ich auf den Namen Buddy gekommen bin. Das gibt mir eben die Freiheit, jetzt nicht hier Oberlehrerin zu spielen, sondern eben, ja, mit Spaß an der deutschen Sprache es euch Lernenden näher zu bringen. Ich bin auch nur darauf gekommen, weil ich dieses Semester an einem Buddy-Programm teilnehme, wo man internationale Studierende begleiten kann, dass sie gut ankommen in Deutschland, dass sie dann, wenn sie Fragen zur Uni haben, dass sie die dann stellen können und eben eine Ansprechperson haben. Das fand ich dann gut und dann ist mir eingefallen, ja, ich muss meinen Kanal nicht Deutsch lernen nennen, ich kann ihn Your German Buddy nennen. Das fand ich gut. Denn obwohl ich mich so ein bisschen an die Lehrrolle antasten will, finde ich, muss es noch nicht sein. Sagt übrigens nicht Oberlehrerin zu irgendwem, das ist nämlich eher eine Art Beleidigung. Ja, das war's zu meinem Job und zu meinen Hobbys. Ich bin sehr an Content Creation interessiert, weswegen auch dieser Kanal entstanden ist. Bevor ich diesen Kanal gegründet habe, der schon ein Jahr in Planung ist, mindestens, habe ich auch vorher einen anderen Kanal gegründet, der auf Englisch ist, weil ich es auch eben mag, mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu treten. Und bevor ich den Kanal gegründet habe, habe ich einen Twitch-Account gegründet, weil ich auch gerne Videospiele spiele. Also ich zocke gern. Habe ich leider nicht mehr so geschafft in letzter Zeit. Also ich möchte, dass es wieder regelmäßiger wird. Wenn ich dann Zeit zum Zocken hatte, dann war es irgendwie nur so eine halbe Stunde oder so. Und für eine halbe Stunde macht man keinen Stream an. Leider. Das ist so das, was ich online mache als Hobby. Also das sind auch schon viel zu viele Sachen eigentlich. Das sind ja jetzt 3 Orte, auf denen ich was mache. Und dann habe ich ja auch noch Instagram. Ich hatte auch mal einen TikTok, aber da mache ich auch nichts mehr drauf. Das ist ja so schon zu viel, aber zusätzlich dazu habe ich noch Hobbys wie Basteln, also sei es mit Papier basteln oder nähen. Genau, ich fotografiere auch gern. Es ist wirklich zu viel eigentlich. Man hat früher doch auch immer Steckbriefe ausgefüllt oder Freundebücher. Und im Steckbrief hat man auch immer gesagt, was die Lieblingsfarbe ist. Jedenfalls in den Kinderfreundebüchern. Meine Lieblingsfarbe ist hellblau und lila. Aber für diesen Kanal habe ich mich für die Farben Orange, Gelb und Grün entschieden. Ich wollte ursprünglich die Farben der Deutschlandflagge nehmen, aber ich mag Rot einfach nicht so gerne. Und Rot und Schwarz ist auch nicht so eine gute Kombi und Gold, ich weiß es ja nicht. Deswegen dachte ich mir, Orange ist ja schon irgendwie nah dran. Das passt schon. Ach so, ich habe noch andere Hobbys. Ja, ich gehe schon gern wandern oder eher spazieren. Das macht man ja häufiger im Alltag. Ich reise auch gern, ich jetzt persönlich auch nicht so viel mache, aber wenn ich es tue, finde ich es immer ganz toll. Und ich fahre sehr, sehr gern Inline-Skates. Ach so, ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich sehe ein bisschen asiatisch aus, weil meine Mutter ursprünglich aus Vietnam kommt, aber sie ist dann nach Deutschland gekommen, hat hier meinen Vater kennengelernt und dann, ja, hier bin ich. Hier bin ich. Und deswegen bin ich auch mit 2 Kulturen aufgewachsen, groß geworden und ich finde das auch ziemlich schön. Vielleicht interessiere ich mich deswegen auch so für viele verschiedene Kulturen. Finde es super interessant. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber ich bin katholisch aufgewachsen auch. Also ich habe all die Feiertage, die es in Deutschland ja auch gibt, alle immer mitgemacht und die sind natürlich christlich und nicht nur katholisch. Was kann man noch so erzählen über sich, wenn man irgendwo neu ist? Ich hole mal mein Freundebuch. Ich habe mir zu Abi
Abi-Zeiten, also kurz vorm Schulabschluss, ein Freundebuch für Erwachsene geholt. Das fand ich super hässlich designt, deswegen habe ich es voll mit Sticker gepackt. Das liebe ich auch. Ich liebe Sticker über alles. Ich habe einen ganzen Ordner voller Sticker und ich liebe es, Sachen zuzukleben. Und hier stehen ja ein paar Sachen drin, die mich inspirieren können. Das tue ich mit Begeisterung. Ja, ich habe Essen reingeschrieben, das stimmt. Das wären meine Superkräfte, wenn ich welche hätte. Ich fände Teleportieren, glaube ich, richtig gut. Also ich habe hier was anderes geschrieben. Wasserbändigen. Aber Wasserbändigen ist schon gut, aber ich finde Teleportieren doch sinnvoller. Ja, wow, schön. Das hat mir irgendwie nicht so geholfen. Ist okay. Ich hatte auch einen Nebenjob im Casino als Pokerdealerin. Da habe ich letztens sogar öfters nochmal drüber nachgedacht. Es war schon echt cool, muss ich sagen. Es hat mir schon wirklich Spaß gemacht. Das Einzige, was doof war, die Uhrzeit, zu der man arbeiten musste, weil es ja dann erst abends angefangen hat oder am Wochenende dann nachmittags, aber dann bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Das war nicht so das Gute. Und als ich dann so drin war mit Kartenmischen und allem und dann halt auf mehr Sachen achten konnte, ja, also manche Gäste waren schon echt unfreundlich zu mir, weil ich denen kein Glück gebracht habe. Und das war dann halt schon echt nervig. Da habe ich auch schon mal Karten entgegengeworfen bekommen. Also das war dann schon doof. Aber so an für sich, der Grundgedanke war schon nice. War schon eine schöne Zeit. Ich habe sogar eine Urkunde, dass ich das kann. Dass ich Pokerdealerin sein kann. Ja, da bin ich stolz drauf. Ich habe auch in der Schule verschiedene Sprachen gelernt und aber auch dann an der Uni. Also in der Schule hatte ich Französisch und Niederländisch und an der Uni habe ich dann 2 Semester Koreanisch gelernt. Aber davon ist nicht mehr so viel übrig, außer dass ich mich vorstellen kann und die Schriftzeichen lesen kann. Das war's dann. Ich kann halt ein paar Wörter verstehen, was man so von K-Pop oder K-Dramen aufschnappt. Da sind wir noch bei weiteren Interessen, von denen man erzählen kann, wenn man sich vorstellt. Ja, ich interessiere mich eben noch für K-Pop und Animes. Früher habe ich auch ganz viel unterschiedliche Musik gehört. Mittlerweile ist es eigentlich hauptsächlich K-Pop, weil wenn ich auch mal ein bisschen Zeit habe, dann schaue ich mir gerne neue Musikvideos an. Ich liebe den Style, ich liebe, dass das alles so sehr kreativ gestylt ist manchmal oder auch einfach, wie die Videos aufgemacht sind. Und auch die Tänze finde ich super. Habe ich eine Zeit lang auch mal mir selbst beigebracht, ein paar Tänze. Vielleicht sollte ich das auch nochmal anfangen. Und Animes habe ich auch früher immer gern schon geguckt, dann habe ich eine Zeit lang wieder keine geschaut und dann jetzt aber auch wieder. Zwischendurch denkt man ja, man ist zu alt für irgendwas, aber das ist Quatsch. Das war es erstmal über mich. Ich habe jetzt nicht so die Standardsätze benutzt, sondern auch ein paar mehr andere. Da kannst du dich gern inspirieren lassen und etwas in die Kommentare schreiben, wenn du dich vorstellen möchtest. Ansonsten kannst du das natürlich auch einfach für dich selber vor einem Spiegel üben. Wenn du dich belauscht fühlst, dann schreib es einfach irgendwo anders auf. Du kannst dir zum Beispiel ein kleines Lernheft anlegen. Also das ist jetzt mein Heft für diesen Kanal. Da muss nicht Your German Buddy draufstehen, einfach irgendwie Deutschheft oder so. Schreibst du einfach rein wie in ein Tagebuch und kannst dich dann in deinem Tagebuch vorstellen. Einfach, dass man so ein bisschen in die Sprache reinkommt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dich kennenzulernen. Das kann man dann auch immer sagen, wenn man Leute kennenlernt. Schön, dich kennenzulernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!